Jo, heute geht's zum Schrecksee. Sind um die, ich glaube, 7 bis 8 Kilometer Entfernung und 1000 Höhenmeter zu machen. Ich habe jetzt schon Bock. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich nachher selber hassen werde, für den Einfall dahin zu gehen. Aber die Aussicht soll ziemlich geil sein. Mal gucken, ob sich das am Ende lohnt. Auf jeden Fall haben wir jetzt hinten geparkt zu einem absoluten Schnapperpreis von 10,50 € das Parkticket. Jo, jetzt geht es erstmal eine Dreiviertelstunde noch entspannt los und danach geht's bergauf. Oh, jetzt haben wir hier eine strohlande Kuh auf dem Bild. Toll. Wer den Weg vom Parkplatz bis zum Startpunkt des Aufstiegs nicht laufen möchte, kann für 6 € pro Person den Bus nehmen. Das Geld wollten wir uns allerdings sparen und sind gelaufen. Im Schulranzen. Wald. Sieht eigentlich ganz schön aus. So mit der Sonne. Und hier ist es ganz schön frisch. Ja, geht, ne? Es ist frisch im Wald. Wir sind jetzt knapp 40 Minuten unterwegs und bisher sehr entspannt. Aber das Eklige kommt ja auch noch. Ja, wir sind ja nicht mal am Eingang. Wir sind ja noch auf dem Weg dahin. Wir sind ja jetzt nur wieder zu geizig, den Bus zu bezahlen, der 6 € kostet. Pro Person pro Fahrt. Ja, pro Person pro Fahrt. Und deswegen Für 5 Minuten Busfahrt. laufen wir diesen Weg jetzt. Aber Aber guck mal, dafür sehen wir jetzt hier Wasserfall. einen riesen Wasserbergfluss. Bergwasserfluss, wie auch immer. So, wir sind hier am Elektrizitätswerk und das ist quasi der Punkt, wo der Bus einen auf abgesetzt hätte. Und jetzt geht's ans richtige Wandern, den Berg hinauf. Ich glaube, da stehen auch schon die ersten Leute. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, aber könnte gut sein, so wie die da alle hochgehen. Der Aufstieg ist hier mit 2-3 Stunden ausgeschildert. Ob das stimmt? Wir werden sehen. Let's go! Der Weg führt zunächst über ein kurzes Stück Wiese. Danach gelangt man in ein Waldstück, das es in sich hat. Dann geht's jetzt schon ziemlich knackig den Berg herauf. Vor allem alles Geröll und alles nass. So, also es ist schon ziemlich steil hier und dieses Geröll macht es echt nicht einfach. Ich bin richtig froh, dass ich knöchelhohe Wanderschuhe habe, weil alles andere wäre irgendwie Mist. Dieser Part ist echt heftig. Ja. Und wer hier nach Idylle sucht und Ruhe, hier ist sehr viel los. Sieht man eigentlich, dass ich schwitze? Glaub nicht, oder? Ist auch eigentlich echt gar nicht anstrengend. Also, könnt fast noch dabei ein Nickerchen machen, wenn die Beine dabei weiterlaufen würden. Gar kein Thema. Jo. Und das Geile ist ja, ich habe ja nicht mal den Rucksack auf. Also Es ist so steil. hast du mich eigentlich schon oder geht's noch? Nein, es geht noch. Ja, schon mal gut. Noch habe ich Spaß. Sehr gut. Der See, zu dem es heute geht, liegt auf 1813 Metern über dem Meeresspiegel, ist 10,6 Hektar groß und seine tiefste Stelle ist 28 Meter tief. Außerdem hat er eine kleine Insel in der Mitte. Also wer hier einen Anfängerspaziergang sucht, ist falsch. Oh, guck mal, kleiner Stausee. Oh, wie süß. Boah, der sieht aber klar aus. Boah, ist ja klar. Geil. Wow. So eine Runde schwimmen. Ja. Boah, ich hätte schon Bock da reinzuspringen. Schon geil eigentlich, ne? Boah, Wahrscheinlich nur warm. arschkalt. Ja, egal. Wow. Ja, ich glaube, wenn man da reingeht, dann friert es einem direkt alles weg. Boah, tut schon weh nach ein paar Sekunden.
So, die erste Etappe ist geschafft, das steile Stück. Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen entspannter weiter und später kommt nochmal ein richtiges, knackiges Ding. Ich brauche einen Ablageort. Diese Flasche ist so scheiße. Die ist wahrscheinlich wieder ein bisschen ausgelaufen. Jetzt ist das Taschentuch dann nass geworden. Das ist mein Klopapier, mein Notfallklopapier. Wenn wir 7 Stunden laufen, muss ich aufs Klo. Und das kurze, entspannte Stück hat nicht lange gehalten. Es geht schon wieder steil bergauf. Aber also für mich ist momentan echt okay. Der Weg zum Klettersteig, letztes Mal fand ich viel anstrengender, aber da hatte ich auch den Rucksack auf. Ich nehme an, wenn ich jetzt den Rucksack die ganze Zeit auf hätte, hätte ich es wieder genauso anstrengend gefunden. Aber ja, ich lasse dafür die Karo ein bisschen leiden. Wie gesagt, ist okay. Ja, ist eine Sonnenbrille ja wohl gar nicht verkehrt. Ja, braucht man nicht. Doch. Das ist In übrigens den mal. Bergen braucht man eine Sonnenbrille. Hier sind die Augen besonders gefährdet. Achso. Du hast mir nicht gesagt, dass ich meine mitnehmen soll. Weil du wolltest, dass ich meine Augen kaputt mache. Erwachsen. Du wolltest, dass ich meine Augen kaputt mache. Teils wichtige Informationen nicht mit mir. Jetzt übrigens mal unsere Hosen kurz gesippt. Aber jetzt ist das Wetter schon ganz schön geil. Sieht schon cool aus. Komplett von Bergen umringt. Richtige Herr der Ringe-Wanderung. Auf zum Schicksalsberg. Nein. Aber da oben ist Feuer, kein Wasser. Ich frage mich ja, eigentlich müssten wir noch irgendwie auf so eine Bergspitze kommen, ne? Das ist noch ein ganz schönes Stück, ey. Momentan sind wir wie in so einem Tal. Ja, mal guck mal, gleich geht's da hoch. Auf diesem flachen Stück konnte man seine Beine etwas entspannen, bevor es dann wieder steil bergauf ging. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera aussieht, aber es ist schon echt sehr steil gerade. Und auch halt relativ rutschig wegen den ganzen losen Steinen. Da geht's hoch. Aber boah, geil, guck mal, dieser Wasser. Ja. Weil hier. Ja, nein. Kommt schon warm? Tut weh. Wir entschieden uns dazu, es auszuprobieren. Hier so das Wasser am lang plätschern. Gar kein Weg mehr jetzt. Einfach hier die Steine hoch. Der Schrecksee dient hier nicht nur der Energiegewinnung. Er wurde nämlich 2016 im Red Bull Magazin Alpenwelt zum schönsten Bergsee der Alpen gewählt. Das ist sehr schmal. Muss echt aufpassen, wo und wie man hintritt. Allzu weit kann es nicht mehr sein. Man merkt schon langsam, ist man so auf der Höhe von den Berggipfeln. Geil, gleich geschafft. Darauf freue ich mich auf den Ausblick. Ob wir uns da nicht ein wenig zu früh gefreut haben? Ich denke. Da ist er. Der ist er, der Schrecksee. Hier. Wir haben es geschafft. Geil. Lass mal schwimmen gehen.
Und die Eigenschicht wieder zu. Daniel war sich gerade ein bisschen zu sicher, dass wir es gleich geschafft haben. Ja, und jetzt haben wir gesehen, wo die anderen Wanderer noch so alle herlaufen. Ja, das sieht so aus. Wir müssen jetzt noch da komplett einmal über diese Kuppe drüber. Yay. No, ich dachte, es wäre hier. Ganz hinten sind noch Leute am Lauf. Scheiße. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nee. Alter. Nö. Ich sag dir, wir müssen da noch hoch. Ich glaube, wir müssen da noch hoch. Versuch Nummer 4, wo ich glaube, jetzt sind wir da. Und ich glaube, diesmal stimmt's auch, weil da Leute stehen und filmen. Ja, ich sehe es schon. Jo. Ja, da ist das, oder? Ja, wir haben es geschafft. Das ist ja krass. Ist das geil. Das ist ja übel geil. Wow. Für den gesamten Weg ab dem Parkplatz brauchten wir 3,5 Stunden. Die Angabe von 2,75 Stunden ab dem Elektrizitätswerk stimmt also. Dennoch schadet es nicht, etwas mehr Zeit einzuplanen, um Pausen machen zu können. So, scheinbar haben wir uns jetzt doch entschieden, da reinzugehen. Richtig sicher bin ich mir noch nicht. Du kannst stehen. Ich hätte die Gräserfeuer abmachen sollen. Nach der langen Wanderung tat diese Abkühlung richtig gut. Erfrischt konnten wir nach einer Pause den Rückweg antreten. Caro wollte schon gar nicht mehr weg. Aber wir müssen ja auch noch so 2 bis 3 Stunden zurück. Du bist langsam. Caro hat einen neuen Weggefährten. Und wieder weg und der bleibt bei dir. Er ist ja wieder weg. In deinem Nacken. Mit dem Nacken. Ja. Also es sind bestimmt jetzt schon wieder 15 bis 20 Minuten vergangen. Und der Schmetterling chillt immer noch da. So, der Schmetterling ist jetzt weg. Wir sind schon wieder zurück am Stausee. Es ging jetzt echt flott runter. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Waldpassage, die zwar auch wieder eklig ist, aber danach haben wir es geschafft. Also gut, dann noch den Weg zurück zum Auto. Das sind zwar nochmal so 3 Kilometer, aber die sind ja nur noch quasi gerade. Ein bisschen leicht bergab, glaube ich sogar. Ja. Oh, wir haben es vielleicht geschafft. Ja, Aber dieses Stück ist auch echt viel schlimmer als raus. das stimmt. Fast nur rutscht. Für den Abstieg brauchten wir mit zügigem Tempo 2 Stunden. Da ist das Tor. Die letzten Meter. Dann haben wir es endlich geschafft. War jetzt runter tatsächlich deutlich anstrengender, finde ich, als rauf, einfach für die Gelenke. Aber wir sind jetzt wieder hier. Hier ist das Tor. Man hört's. Geschafft! So, wir sind fertig. Oh, ich bin, glaube ich, echt rot im Gesicht. Wir sind fertig, aber wir haben es geschafft und ich finde, das war ziemlich cool. Ja, aber ich bin echt fertig. Nach 15 Kilometern und insgesamt knapp über 6 Stunden Wanderzeit und 1000 Höhenmetern sind wir jetzt wieder zurück. Also Fazit, das war auf jeden Fall eine mega geile Tour, hat sich gelohnt. Der Ausblick ist gigantisch, aber die Strecke ist schon heftig. Also ja, man sollte da schon eine gute Grundfitness mitbringen, wenn man da hoch will. Ja, so, jetzt haben wir uns Essen verdient, also machen wir uns mal auf den Weg.